Wir sind vor 3 Jahren in eine Neukonzeption des Symphonieorchesters unserer Fakultät eingetreten, weil wir wollten, dass Orchester mehr arbeitet wie im professionellen Bereich. Wichtig war es aber vor allen Dingen diese Arbeit mit verschiedenen Dirigentinnen. Und wir haben von vornherein dann auch uns bemüht, dass wir bei den Gästen eben ein Niveau haben, was es auch in erster Reihe Orchestern in Deutschland gibt. Crescendo ist das Musikfestival der UDK Berlin. Dieses Jahr ist das Thema Innenseiten. Wir wollen das Innere ansprechen. Unsere Welt ist sehr äußerlich zurzeit. Wie wirke ich? Wie stelle ich mich dar? Wie sehen die anderen mich? Aber was spricht mich eigentlich wirklich innerlich an? Was sagen meine Sinne mir zu dem, was ich fühle, spüre, höre, schmecke? Wir dürfen nicht vergessen, das Kind im Mutterleib bildet zuerst das Gehör aus. Also ist doch sehr viel, was wir hören, etwas, was wir spüren können. Wir können sogar mit den Ohren denken, würde ich sagen. To work with young musicians is the best thing that a conductor can have in his career, because you have such fresh energy. There is also the speed, how they learn things. When you go to such orchestra that they have also individually very high level, really there's no limit in the communication of musical elements, how things go on. Also I ask them to play standing, for example. Most of the symphony orchestra will never accept this. Ich finde, er ist besonders inspirierend, auch in seiner Vorstellungskraft. Also er gibt uns sehr viel Klangvorstellung. Er gibt jeder einzelne Note eine Bedeutung. Also jede Note führt zu etwas hin oder weg und dadurch entsteht was ganz Schönes, finde ich. Was ich zum Beispiel von ihm gelernt habe bei diesem Projekt, ist, die Musik einfach zu genießen. Es gibt so einige Formatenpausen in dem Haydn-Stück, animiert er uns zu improvisieren und spontan was zu erfinden und aus dem Moment heraus zu musizieren, und das ist sehr schön. Vor allem visuell arbeitet er sehr viel mit Bildern und gibt uns irgendwie so ganz klare Ideen, und man kann sich dann sehr gut vorstellen, was er will, weil es einfach so genau beschreibt. Es gibt auf der Zählzeit 2 im ersten Satz Bam, Badam, Bim, Badam, immer dieses Motiv. Und er wollte, dass es eben nicht Bam, Badam klingt, weil es ist ja nicht auf den Schlag, sondern auf der Zählzahl 2, und hat gesagt, es muss so sein, wie wenn man einen Freund grüßt in Italien. Ey, ciao! Und das war einfach genial, und das hat direkt super funktioniert. Ja, ich glaube, das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir einfach gerade uns wirklich in einer Krise befinden, aber es ist irgendwie dann eine schöne Chance, so zusammen zu musizieren und dann so eine Sinfonie zu spielen wie Eroica und dann auch noch im Stehen und dann dieser Haydn mit unfassbar tollen SolistInnen. Es ist einfach schon eine sehr besondere Erfahrung, und generell die Musik, die wir in diesem Projekt spielen, muss man sehr, sehr viel zusammenarbeiten und zusammenspielen, und ja, es ist wie Kammermusik eigentlich, und das ist vielleicht genau das, was wir gerade brauchen, auch in dieser Krise, dass wir zusammenarbeiten und zusammenbleiben. Die Vielfalt der Fakultät ist enorm, und wir sind an einem Punkt angekommen, wo politische Entscheidungen dazu führen können, dass diese Vielfalt verloren geht. Dass wir aus der Exzellenz uns ein Stück weit werden verabschieden müssen. Und das ist für mich das größte Problem. In diesen Bereichen müssen wir exzellent sein. Wenn wir nun in eine Situation hineinkommen, wo uns von außen derartige Sparauflagen auferlegt werden, dann werden wir in relativ kurzer Zeit an einem Punkt sein, wo wir Mittelmaß werden. Und in meiner Überzeugung ist es so, dann soll man es lieber bleiben lassen. Crescendo ist nicht einfach nur ein Musikfestival, sondern es zeigt ganz konkret, wie wichtig Bildung
für die Kultur ist. Wir zeigen, wie wichtig Exzellenz, Tradition und Progressivität ist, nicht nur für uns hier in der Uni, sondern für alle in der Stadt und die Berlinerinnen und Berliner sehen lässt und vor allen Dingen hören lässt, was das hier für ein großartiger Ort ist, diese Universität der Künste.